Zu einem wunderschönen, ja, Video für euch da draußen. Ja, Leute, ich habe mir gedacht, dass ich mit der Tutorial-Serie doch zumindest ein paar davon ein paar Folgen aus dieser Serie sogar mal etwas früher anfange. Und ja, ich habe mir dabei gedacht, dass ich zumindest zwei Folgen davon mir gerne nehmen wollen würde. Und das ist einmal hier Euro Trucks. Hier werde ich euch die Basics so ein bisschen sozusagen euch hier ja, erklären sozusagen. Ja, einmal diese Zeile hier ja, ist ziemlich selbsterklärend, aber so trotzdem, wir können hier eine Karte wählen. Wir sind hier gegenwärtig sozusagen ja in Dortmund und das sind so die ganzen Nachbarstaaten. Das ist, glaube ich, hier Österreich, also wir können sogar bis nach Österreich fahren. Das ist aber schon ziemlich das weiteste, womit wir hier fahren können. Wir können hier verschiedene ja, Frachtangebote, immer die Fracht selber, dann das Unternehmen ähm, und so weiter, wann es hier fällig ist, also um welche Uhrzeiten man da sein sollte und einmal hier der Gewinn, wie viel man dafür schließlich ja, bekommt. Und das ist hier auch nochmal sehr, sehr wichtig sogar. Und ich finde, das ist auch nochmal eine große Sache. Management, hier können wir äh, Fahrer einstellen, also wie die notwendigen LKWs kaufen. Und hier sind auch nochmal so ein paar nicht technisch, aber noch ein paar weitere Details, Löhne, Einnahmen, Statistiken der vorherigen Woche und Treibstoffverbrauch und Erwartungen, wie viel denn so ein LKW. Ja, ich musste meinen, dass wir kurz hier unterbrechen. Naja, auf jeden Fall hier kann man sich die Angestellten einstellen, wenn man diese Arbeitsagenturen, glaube ich, vorfindet. Und hier oben die LKWs kann man sich dann kaufen. Manche tragen hier noch zumindest zwei tragen hier noch zwei unterschiedliche Namen, aber die Marken sollten bekannt sein. Klar, der E-Mail-Verkehr, das ist hier auch nochmal ja, so eine verrückte Sache sogar. Und einmal die Statistik, wie viel man hier, sage ich mal, alles ja, so gemacht hat und so weiter. SOS-Notruf, das ist der Pannendienst und einmal schließen. Ja, ich habe vor euch hier auch noch unter anderem im Rahmen dieses wunderbaren Videos euch noch sozusagen den Ideal, ich glaube, eine Marke fehlt mir, glaube ich, und das ist der Iveco LKW. Das ist so der typische, aus meiner Sicht, typische Anfänger-LKW. Das ist jetzt so der MAN, das ist auch eine der Klassiker. Dann gibt es hier auch noch so verschiedene Ausführungen. Die C-Klasse, das ist sozusagen das Basismodell. Die B-Klasse, das ist nochmal so ein bisschen luxuriöser eingerichtet. Auch von der Leistung her. Und einmal die A-Klasse, das ist dann so die richtige Luxusvariante. Dementsprechend variiert auch der Preis. Das fängt von 97.800 an, geht bis zu ja, bis bis zu knapp 180.000 Euro. So, das zieht sich auch bei den allen anderen Marken. Man fängt immer mit dem preisgünstigsten Modell an und geht bis so, sag ich mal, fast 200.000. Der Valiant ist sozusagen der FH16 sozusagen Runner. Das ist sozusagen ja, der Renault Premium, kann man so sagen. Ist auch ja so, die Farbe ändert sich, aber man kann hier Tuning und auch die Farbe umlackieren, wer das natürlich möchte. Ich glaube, das müsste dann der Scania, ja genau, Scania hier sein Swift. Ist auch nochmal ein sehr guter, auch was Gutes. Sogar hier verhält sich das Ganze nochmal auch das Gleiche. Ja, man fängt immer mit dem Basismodell an. Wenn man jetzt beispielsweise irgendwo ja, wenn man anfängt, für eine Firma zunächst zu fahren. Und das ist auch das Positive. Hier gibt es auch nochmal so eine Art, ja, ich will nicht sagen Handlung, aber man hat Schriftverkehr zu einem Mann, der Hans heißt, sozusagen. Ja, also das ist so der typische Punkt, sozusagen. Ja, wir kaufen einmal hier sozusagen mal das Basismodell, dann einmal sozusagen das
die dritte Klasse und einmal sozusagen jetzt die Premium-Klasse. Und wir gehen hier einmal direkt hier drauf und einmal auf Werkstatt. Ja, man hat hier so die typischen Bereiche hier, die man auch einzeln reparieren kann, wer das natürlich möchte. Oder man kann auch direkt eine Gesamtreparatur machen. Also ich mache immer Gesamt, dann hat man alles weg. Sozusagen, ja, Aufrüstung. Man kann auch Tuning dazu sagen. Ja, Motorleistung, damit wird die Leistung erhöht. Fahrverhalten, also heißt die Lenkung sozusagen. Und einmal der Treibstoffverbrauch, dass er minimiert wird, sozusagen. Ja, wir gehen hier einmal auf zweimal drauf. Hier können wir nochmal, das kostet, bei jedem Upgrade kostet das immer so 1.000 bis 2.000 Euro mehr. Stufe 3 haben wir jetzt hier auf Maximum. Und einmal den Treibstoffverbrauch sozusagen. Und einmal Stufe 4 sozusagen haben wir, das verbraucht dieser LKW hier wesentlich weniger. Und wir können den noch eine hübsche Farbe geben. Ja, sagst du, nun ist er sozusagen hier komplett umlackiert. Das gleiche hier können wir auch mit der B-Klasse machen. Hier sind die Tunings allerdings ein bisschen teurer. Und wir wählen hier einmal nochmal das gleiche. Und wir wählen hier ebenfalls einmal Aufrüstung. Und man sieht schon ganz deutlich, dass bei dieser hier Klasse hier schon deutlich mehr kostet. Das Tuning, was auch hier nicht ganz so falsch ist. So, wir können selbst hier jetzt 3 Eingestellte einstellen oder sogar hier selbst nochmal das Ganze ja, wechseln. Ja, ich möchte den hier wechseln und zack, jetzt sitzen wir jetzt in der Luxusmaschine sozusagen. Und man merkt schon, dass er schon ganz gut hier fährt. Und die ganz teureren, die A-Klasse, die fährt auch deutlich schneller. Was auch nicht ganz sich so ganz ja, sozusagen auch ganz gut ist. Sogar man kann hier auch in der Erfahrung aufsteigen, allerdings richtet sich das Ganze, da haben die hier wesentlich schon ein bisschen realistischer gemacht. Heißt hier, man hat hier so eine Art Rufsystem und je höher diese Rufpunkte sind, desto besser ist es. Und das heißt auch, wenn man hier immer bei den Ampeln hält und oder auch die Fracht gut wegbringt. Jetzt können wir uns hier auch die Frachtangebote aussuchen. Wir können bis nach Nürnberg fahren oder bis nach Wien. Können wir auch komplett, und das wäre schon eine XXL-Strecke und wir würden dafür 10.000 Euro und 20 Euro bekommen. Und oder hier, wir wählen einfach nur die halbe Strecke und das würde dann 7.081 Euro bekommen. Ja, und das hängt immer auch von dem jeweiligen Ruf ab, den man sozusagen hier hat. Ja Leute, das war es jetzt hier soweit von mir für euch. Und ja, ach ja, bevor ich es vergesse, für Eurotrucks 1 gab es noch ein Add-on für, also eine Erweiterung. Diese Erweiterung sozusagen gab es auch, konnte man in England fahren. Und das brauche ich auch gar nicht so jetzt sozusagen auch zu erklären, weil, ja, wie soll ich sagen, da ist im Grunde das Gleiche sozusagen, nur dass man jetzt sozusagen, ja, in England fährt sozusagen. Und das ist hier auch nochmal ganz gut sozusagen. Werkstatt, ja, wechseln wir das Ganze hier auch, lackieren wir den hier auch.
um sozusagen meinen Majestics, meinen Mercedes-Benz. Arbeitsvermittlung. Die 3 kann ich nicht, noch nicht anheuern, weil die, ab, sage ich mal, Stufe 2 für auf Stufe 15 und den anderen auf Stufe 20 zu holen sind. Ja, Leute, das war's erstmal mit diesem wunderschönen Tutorial-Video für euch da draußen. Ich hoffe, dass es euch ja gefallen hat, beziehungsweise gefällt. Und sage ich mal, bis dann und noch viel Spaß. Ciao.